Herzlich willkommen bei Nextmove. Wir haben da mal was vorbereitet. Sexy ist Elons Vision bei der Namensgebung für die verschiedenen Tesla-Modelle. Wir haben sie natürlich in der richtigen Reihenfolge aufgestellt. Model S, Model 3, Model X und Model Y haben wir für euch am Start. Nicht einfach so. Heute testen wir sie auf der Autobahn. Richtgeschwindigkeit 130 km/h. Wir wollen gucken, wer fährt am weitesten, wie groß sind die Verbrauchsunterschiede. Und wir haben natürlich vergleichbare Modelle an den Start gebracht. Das heißt, es sind alles Performance-Modelle aus aktueller Produktion und erfahrene Piloten. Kanal abonnieren, habt Spaß beim Video. Bevor wir auf die Piste gehen, schauen wir uns noch mal die Autos an und auch die Fahrer. Wir haben hier das reichweitenstärkste Tesla Model S Raven. Pilot ist der Hans, er war schon bei unserem Porsche-Test dabei. Sein dritter Tesla. Mr. Vorsichtiger Fuß kann extrem sparsam dieses Auto bewegen. Als zweites Fahrzeug das Tesla Model 3 Performance. Unser Pilot ist der Frank, ein Next Mover, 50.000 Kilometer im Jahr Autobahn gefahren in den letzten Jahren und vor einiger Zeit ist das Model 3 zu seinem Dienstwagen geworden. Tesla Model X Raven Performance am ersten Tag bestellt, als man die neuen Raven Modelle bestellen konnte. Nicole und Miguel sind am Start, 50.000 Kilometer Erfahrung jetzt mit diesem Fahrzeug. Tesla Model Y US Import Performance, Allrad, Long Range, den fahre ich selber. Auf geht's! So, da sind wir auf der Piste. Wetter ist optimal. Noch ein paar Worte zu den Eckdaten. Wir fahren also 130 nach Tacho. GPS-Abweichung. Ich bin das Führungsfahrzeug mit dem Model Y. Und da hinten sind sie alle schön im Rückspiegel. Was für eine Augenweide. 130 km/h, ungefähr 2 km/h Tacho-Abweichung haben wir. Wenn Speedlimits sind oder Baustellen oder verkehrsbedingt es nicht möglich ist, gehen wir natürlich nach unten. Wir lassen ungefähr 100. Was hast du an Geschwindigkeit eingestellt? Kommt schon die erste Nachfrage. Ich habe 130. Musst du mehr fahren? Dann ist dein Tacho falsch. Dann fahr 132, 133, dass die Lücke hältst. Okay, ich habe 132, ja, klappt euch. Also Model 3 muss 2 km/h mehr einstellen. Und das sind dann so die Nachfragen, die mal unterwegs noch kommen. Wir haben an der letzten roten Ampel den Bordcomputer resettet. Wir fahren 22 Grad Klimaanlage auf Auto. Wir fahren Autopilot, wenn frei ist. Wenn es dichter Verkehr ist, gehen wir auf manuellen Betrieb und fahren im Lässig. Die beiden Fahrzeuge mit Luftfederung, S und X, fahren Fahrwerksstufe niedrig. 22 Grad hatte ich gesagt. Reichweitenmodus aktiviert, sofern das Fahrzeug einen Reichweitenmodus hat. Und Strompedal haben wir auf lässig konfiguriert. Da fährt es sich ein bisschen einfacher, wenn man denn manuell Geschwindigkeit einstellen muss bei diesen hochmotorisierten Fahrzeugen, hochstromifizierten Fahrzeugen, wenn man so will. Und wir fahren jetzt Autobahn, ungefähr 100 Kilometer in die eine Richtung. Dann machen wir eine schnelle Drehung in der Ausfahrt und fahren 100 Kilometer dann in die andere Richtung. Ich muss ein bisschen auf die Autotransporter schauen, was hier so drauf ist. Hyundai Kona Elektro, eben zweimal volle Hütte, keine ID3s. Wir sind in der Nähe von Hannover auf der A2 unterwegs, in Lauenau gestartet und fahren jetzt Richtung Osten bis Wolfsburg oder eine Ausfahrt früher. Wolfsburg-Königslutter oder eine früher. Aber GPS-Profil kriegt ihr natürlich auch, dass ihr auch seht, an welchen Punkten wir wie schnell gefahren sind. Schauen wir uns noch die Reifengrößen an. Model S auf 19 Zoll,
die kleine Nummer sozusagen. Model 3 20 Zoll Performance Größe Serie. Model X 22 Zoll Performance Größe Serie. Model Y auf 21 Zoll, also praktisch die Performance Größe Serie. Allesamt Sommerreifen mit Normreifendruck. Wetter aktuell 19 Grad und die Sonne, die strahlt so ein bisschen. Es ist zwar so leicht bedeckt, so ein bisschen gemischt sozusagen, aber sie strahlt immer wieder durch. Wir haben hier ein Vollglasdach. Das Dach ist kühl, das ist vermutlich der Fahrtwind. Ist auch sehr stark gedunkeltes Dach. Aber hier vorne auf dem Armaturenbrett, wenn ich da die Hand auflege, da ist schon deutlich die Strahlungswärme auch zu spüren. Klimaanlage ist also in Betrieb und verbraucht auch ein bisschen mit. So, noch ein paar Hinweise. Zum einen, wir haben ja schöne Außenaufnahmen von unseren Fahrzeugen immer im Video. Da ist es so, dass wir die außerhalb des Testzyklus gedreht haben, damit wir euch auch ein paar schöne Bilder liefern können. Wir wollen natürlich auch die Autos in Szene setzen, aber mal eben schnell überholen. Ein anderes Auto, wo der Kameramann drinne sitzt, geht natürlich nicht, weil es die Werte natürlich versaut. Deswegen machen wir das immer vorher oder nachher. So, wir sind jetzt hier an der Wende, stehen hier 2-3 Minuten, aber gleich geht es weiter. GPS habe ich gestoppt, das starte ich wieder, wenn ich auf die Autobahn fahre. Wir hören mal nach Werten in den anderen Autos. Tesla Model S bitte, einen Durchschnittsverbrauch? 19,6. 19,6. Tesla Model 3 bitte? Tesla Model 3 18,8. Tesla Model X bitte? 24,3. Und ich habe genau 200 Wattstunden, also 20 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch. Wir gucken hier noch den rückwärtigen Verkehr und dann rollen wir wieder auf die Autobahn drauf und gehen wieder schön auf 130, wenn es geht. So, wir sind auf dem Rückweg und die Verbräuche gehen ein kleines bisschen hoch. Vermutlich gibt es ein kleines bisschen Wind. Die Bäume stehen zwar fast still, es ist also nicht sehr stark, aber man merkt es. Zum einen, wenn man mal ein Windrad sieht, dann sieht man halt, in welche Richtung die drehen. Zum Zweiten hört man es ein bisschen an den Windgeräuschen. Das ist jetzt ein Mühe lauter im Auto als in der Gegenrichtung. Und ich bin mal gespannt, wo wir hier am Ende rauskommen mit diesen 4 Autos. Ansonsten Verkehr läuft flüssig, wir werden nur selten ausgebremst. Und hier sind zwischendurch mal wenige Strecken, wo wir ein kleines bisschen langsamer fahren müssen, aber kommen hier insgesamt sehr flüssig und gleichmäßig alle durch. Und fahren auch nicht so enge Kolonne, also die nächsten sind jetzt hier 200 Meter weg vielleicht und haben aber in der Regel jeweils Sichtkontakt zum nächsten noch. Eine Frage wurde uns in den Kommentaren unter den Videos mit dem Model Y noch gestellt, und zwar, ob man die Wärmepumpe denn hört. Da kann ich Entwarnung geben, zumindest habe ich sie nicht explizit wahrgenommen. Natürlich läuft bei allen Autos mal hier ein Lüfter oder da ein Kompressor und man hört da schon mal was. Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwas, was ich als belästigend empfunden hätte, gehört habe. Wobei wir natürlich das Fahrzeug jetzt, was Kälte angeht, nicht explizit getestet haben und halt früh bei 14 Grad losgefahren sind und dann halt ein bisschen die Heizung haben laufen lassen. Ja, und da war halt nichts zu hören. So, wir sind durch mit unserer Testfahrt. 225 Kilometer war es ungefähr. Wir korrigieren natürlich noch die Werte, weil wir vom identischen Punkt gefahren sind und die Bordcomputerwerte genullt haben. Das heißt, Reifenprofil kann Einfluss auf den angezeigten Verbrauch haben, weil nämlich eine andere Strecke zugrunde liegt. Das rechnen wir noch aus und machen im Studio noch Analyse. Wir laden jetzt hier auf am Tesla Supercharger in Lauenau. Das heißt, 3 laden auf. Model Y steht da drüben, lädt mit US-CHAdeMO-Adapter. Und wir haben nämlich heute noch was vor, noch einen zweiten Drehtermin. Da sind wir verabredet mit allen 4 Autos. Das Video kommt demnächst hier auf dem Kanal. Aber jetzt schauen wir uns an, welches Auto denn heute wie weit gefahren wäre. Willkommen im Next Move Studio zur Auswertung. Eines vorweg, ca. 60% unserer Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Wenn du dich für Elektromobilität und insbesondere für parallel gefahrene Vergleichsfahrten interessierst, dann abonniere jetzt kostenlos unseren Kanal. Der nächste Sexy-Check kommt bald und wird, ich sag's mal so, dynamisch und aufregend. Also Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen, wenn das nächste Video online geht. Zum Test. Die tatsächliche Reichweite von E-Auto ist im Alltag nicht so relevant, wie man zunächst annehmen mag.
Zumindest dann, wenn die tägliche Fahrstrecke nicht gerade am Reichweitenlimit des Autos liegt. Die allermeisten Besitzer von Elektroautos nutzen die maximale Reichweite nur an wenigen Tagen im Jahr aus, zum Beispiel auf dem Weg zum Urlaub. Nach einigen Monaten Fahrpraxis schaut man nicht mehr so oft auf die Reichweitenanzeige des Autos. Irgendwann weiß man, dass man immer ankommt und wie man unterwegs seinen Strom bekommt. Das öffentliche Ladenetz zum Schnellladen wird kontinuierlich ausgebaut. Aber bei neuen Autos ist es natürlich besonders interessant, wie weit sie fahren. Denn die Reichweite ist ein Gradmesser für den technischen Entwicklungsstand der Autos in puncto Antrieb, Effizienz der Nebenverbraucher und Luftwiderstand. Nicht zuletzt beeinflusst der Stromverbrauch hier auch direkt die Betriebskosten. Für viele ist die reale Reichweite ein wichtiges Kriterium bei der Wahl zwischen verschiedenen Modellen. Ein isolierter Verbrauchstest mit nur einem Fahrzeug ist dafür nur bedingt aussagekräftig. Warum ist das so? Das liegt am hohen Wirkungsgrad des Elektromotors im Vergleich zum Verbrenner. Der Elektromotor ist derart effizient, dass die äußeren Faktoren beim Verbrauch deutlich stärker ins Gewicht fallen als beim Verbrenner. Mit dem gleichen Elektroauto auf der gleichen Strecke kann man am darauffolgenden Tag einen deutlich abweichenden Verbrauch haben, einfach weil die äußeren Umstände andere sind. Wenn möglich, testen wir daher im direkten Vergleich am liebsten natürlich Fahrzeuge, die zueinander im Wettbewerb stehen. Aber wenn gerade nichts Passendes verfügbar ist, dann so wie auch in einem früheren Test schon mal einen Porsche Taycan Turbo gegen ein Tesla Model 3. Warum macht es trotzdem Sinn? Anhand des Referenzwertes vom Model 3, dessen Verbrauch viele Menschen einordnen können, kann man eben auch den Verbrauch des Porsche Taycan in so einer Testfahrt einordnen. So viel zu den Gründen, warum wir bei Nextmove große Fans von parallel gefahrenen Vergleichen sind. Auch wenn der logistische und zeitliche Aufwand für solche Tests deutlich höher ist, aber für euch fahren wir gern mal die Extrameile. Jetzt aber zur Analyse unseres sexy Reichweitenvergleichs. Die angestrebte Reise- und damit Maximalgeschwindigkeit war 130 km pro Stunde, sofern verkehrsbedingt möglich. Hier seht ihr das GPS-Profil mit dem Geschwindigkeitsverlauf und dem Höhenprofil. Unser erreichter GPS-Durchschnitt lag auf dem ersten Teil bei 124 und nach der Wende bei 116 km pro Stunde, im Schnitt also ungefähr 120 km pro Stunde und damit nahe an der Realität auf einer deutschen Autobahn. Insgesamt wurden 225 Kilometer gefahren. Die Bordcomputerwerte der 4 Fahrzeuge weichen vergleichsweise wenig voneinander ab. Die Abweichung zwischen Minimal- und Maximalwert beträgt 2,1 Kilometer und damit weniger als 1% der gefahrenen Strecke. In den Daten erfolgte daher zunächst keine Korrektur auf die Streckenlänge. Schauen wir also zunächst auf die Verbräuche der 4 Autos laut Bordcomputeranzeige. Tesla Model 3 18,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, Model S 19,4, Model Y 19,9 und Model X 24,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Unter den gegebenen Testbedingungen ergeben sich somit folgende Reichweiten. Platz 1 Tesla Model S mit 463 Kilometer. Platz 2 Tesla Model Y mit 368 Kilometer. Platz 3 Tesla Model X mit 364 Kilometer und Platz 4 Tesla Model 3 mit 363 Kilometer. Wer hätte das gedacht? Natürlich ist die Platzvergabe Platz 2 bis 4 wenig sinnvoll, denn eigentlich gehören sie alle 3 auf Platz 2, da die Abweichungen nur minimal sind. Und das Model S fährt dank größeren Akkus und der guten Aerodynamik mal eben 100 Kilometer weiter. Wie haben wir diese Reichweiten nun ermittelt? Die Verbräuche der Tesla Bordcomputer werden in den Kommentaren unter unseren Videos gelegentlich angezweifelt. In diesem Test wurden zwar nur Teslas miteinander verglichen, da wir die entnehmbare Gesamtkapazität des Akkus aber nicht kennen und die Autos nicht komplett leer gefahren wurden, haben wir folgende Berechnung gewählt. Unsere Teststrecke war 225 Kilometer lang und wir haben die verbrauchten Prozente im Ladestand als Basis für die Reichweitenberechnung genommen. Alle Autos sind bei einem Ladestand von um die 90% gestartet. Das Model S hat auf der gefahrenen Strecke 49 Prozentpunkte verbraucht. Die anderen 3 zeigten zwischen 61 und 62% Abnahme des Ladestandes. Aus unserer Sicht ist das eine gute Basis zur Berechnung, denn Leerfahren auf der Autobahn ist gefährlich und deshalb in Deutschland zu Recht auch nicht erlaubt. Aber warum hat das Model Y denn nun so gut abgeschnitten? Der Akku ist vermutlich der gleiche wie beim Model 3, aber die Stirnfläche und damit der Verbrauch ist deutlich größer. Wir rechnen an dieser Stelle noch etwas weiter. Über die Prozentangaben zum Ladestand und den im Bordcomputer angezeigten Verbrauch
haben wir die entnehmbare Kapazität hochgerechnet. Und dabei kommen wir dem Rätsel um das gute Abschneiden des Model Y etwas näher, denn das Auto war neu und die anderen drei hatten schon 16, 36 und 53.000 Kilometer auf dem Tacho und damit auch auf dem Akku. Denn je mehr Ladezyklen so ein Akku mitmacht, desto geringer ist die entnehmbare Kapazität. Die möglichen Entnahmen im Test lagen beim Tesla Model S bei 89,8 Kilowattstunden, Model X 87,6, Model Y 73,3 und Tesla Model 3 bei 67,2 Kilowattstunden. Besonders der Wert für das Model 3 mag manchem gering erscheinen, aber der Wert deckt sich mit Erfahrungen aus der Nextmove-Flotte. Aktuell haben wir rund 50 Teslas in der Vermietung, darunter 15 Model 3. Der Wert wurde zudem auch von anderen Model 3-Fahrern mit ähnlicher Laufleistung bestätigt, wohlgemerkt laut Bordcomputer und nicht über Diagnosetools ausgelesen. Um die Realreichweite für Neufahrzeuge zu bestimmen, haben wir 3 Faktoren korrigiert. Erstens Korrektur der Verbräuche auf eine identische Fahrstrecke, auch wenn es nur 1% Abweichung gab. Zweitens Anpassung der Entnahme aus den Akkus auf eine Neufahrzeugschätzung für die beiden Raven jeweils 92 Kilowattstunden und für Model 3 und Y 74 Kilowattstunden nutzbar. Drittens Anpassung der Radgrößen. Das Model S im Test war wie gezeigt nicht auf den 21 Zoll Felgen unterwegs, sondern auf 19 Zoll. Wir korrigieren also den Verbrauch des Model S um 5% nach oben. Der Wert entspricht den EPA-Messergebnissen für Model S Performance Modelle. Die anderen Autos in der Radgröße nach unten korrigieren geht nicht, da teilweise nur die gefahrene Größe als zulässig in den Papieren eingetragen ist. Durch diese Korrektur ergibt sich folgendes Ergebnis. Das Model S weiterhin auf Platz 1, nun mit 457 Kilometern. Das Model 3 springt von Platz 4 auf Platz 2 mit 400 Kilometern. Model X weiter auf Platz 3, 384 Kilometer. Und das Model Y auf Platz 4 mit 371 Kilometern. Unseren Sexy-Check kann man wie folgt zusammenfassen. Ein neues Model Y Performance schafft bei 130 km pro Stunde Reisegeschwindigkeit im Sommer ca. 370 Kilometer. Das Model X fährt ca. 15 Kilometer weiter, das Model 3 nochmal 15 Kilometer weiter und das Model S dann nochmal 60 Kilometer mehr und insgesamt 460 Kilometer mit einer Ladung. Unser Fazit. Das Model Y bestätigt damit eindrucksvoll seine Autobahnqualitäten. Ab Mitte 2021 soll das Model Y in der Gigafactory 4 in Grünheide vom Band laufen. Gleichzeitig kommen 2021 in dieser Fahrzeugklasse diverse Crossover-SUVs der etablierten Hersteller auf den Markt. Aus Deutschland treten zum Beispiel der VW ID.4 und die Schwestermodelle von Skoda und Audi an, sowie der BMW iX3. Auch die asiatischen Hersteller wollen mit dem Nissan Ariya und dem Hyundai 45 Marktanteile besetzen. All diese Autos werden sich insbesondere in Deutschland an ihrer tatsächlichen Autobahnreichweite messen lassen müssen. Und beim Schnellladenetz auf der Autobahn muss sich die Konkurrenz natürlich ebenfalls noch sehr strecken, um an den Komfort und die Verfügbarkeit des Tesla Supercharger-Netzwerkes heranzukommen. Konkurrenz belebt das Geschäft und so langsam wird es richtig spannend. Wir werden das ausgiebig in Vergleichsfahrten testen und kritisch einordnen. Gerne auch gemeinsam mit euch hier auf dem Kanal. Also Abo nicht vergessen, bis zum nächsten Video.